Es hätte doch jetzt auch einfach Ruhe einkehren können, nachdem sich Blizzard anlässlich des 30. Geburtstags der Warcraft-Serie mit einem Rundumschlag aus der Krise ziehen wollte, was ihnen ja zumindest in Teilen auch gelungen ist. Aber nein. Stattdessen macht man neue wilde Dinge und sorgt vor allem bei der ehemaligen RTS-Fangemeinde einfach nur noch für Kopfschütteln. So muss jetzt als aktueller Höhepunkt GOG ihre eigens überarbeiteten Versionen von Warcraft 1 und 2 entfernen. Und hey, das ist so dumm, dass wir drüber reden müssen. Also nochmal in aller Kürze, was passiert hier eigentlich? Blizzard hat vor grob einem Monat Remastered-Versionen von Warcraft 1 und 2 sowie einen Reforged 2.0 Patch für den dritten Teil veröffentlicht. Während scheinbar der Warcraft 3 Patch für die letzten 4 Jahre in großen Teilen entschädigen kann, scheiden sich an den ersten beiden Teilen nach wie vor die Geister. So erhielten die beiden neuen Versionen zwar leicht aufpolierte Grafik, dadurch zum Beispiel auch Support für 4K und Breitbildmonitore, gehen aber über teilweise simples Upscaling nicht hinaus. Das ist am Ende schade, jetzt auch nicht unbedingt das Problem, zeigt aber schon in die Richtung, wie viel Mühe man sich mit den Klassikern gegeben hat, denen man streng genommen, firmentechnisch, alles zu verdanken hat. Dazu hat man die gute, urige deutsche sowie alle anderen damals vertonten Sprachen, bis auf die englische, bei Warcraft 2 komplett weggelassen, obwohl man damit nach wie vor im eigenen Shop wirbt. Auch damit hat man sich mittlerweile zähneknirschend arrangiert und greift dank Misha auf dessen Deutsch-Patch zurück, welcher die Sprachfiles aus der GOG-Version in die neue Version kopiert. Tutorial oben im i und so. Jetzt geht Blizzard aber noch einen Schritt weiter und nimmt die GOG-Version aus dem Store. Also die einzigen noch verfügbaren Originalversionen und im Falle von Warcraft 2 die letzte verfügbare Version mit deutscher Sprachausgabe. Im Gegensatz zu den Remastered-Versionen von Blizzard unterliegen die GOG-Versionen außerdem keinem Always-On- bzw. Battlenet-Zwang und kommen DRM-frei, also ohne Kopierschutz daher. Mehr noch, denn den GOG-Versionen wurde sogar nachträglich noch ein LAN-Modus und Anti-Aliasing spendiert. Sie verfügen sogar über Cloud-Saves. Durch unzählige Mods spielt man hier ebenfalls schon seit Jahren hochauflösender und übrigens ebenfalls in angepasstem Breitbild. Im Falle vom LAN-Modus sogar etwas, was die neuen Remastered-Versionen gar nicht besitzen. Warcraft 1 Remastered besitzt nicht mal einen Multiplayer-Modus. Historisch eigentlich ein Witz, da das damals das Verkaufsargument schlechthin gegenüber der Konkurrenz in Form von Tune 2000 war. Es ist also auch kein Trost, dass Blizzard die Battlenet-Versionen der ersten beiden Teile in ihrer Battle Chest mitliefert, da diese durch die Bank schlechter sind und auch hier die gerade erwähnten Features wie auch die Sprachausgabe fehlen. Also, warum macht das Blizzard überhaupt? Na, um den Preis der uralten Spiele künstlich in die Höhe zu treiben und euch die Wahl wegzunehmen. Denn trotz Grafik-Updates sind die neuen Versionen für viele eben aktuell bei weitem nicht die besten Versionen am Markt, was eigentlich schon ein Armutszeugnis für die Remastered Editions ist. Und so kommt es jetzt, dass GOG beide Spiele am 13.12. aus dem Store entfernen muss. Über den Rabattcode Make Warcraft Live Forever gibt es zudem noch 2 € Rabatt. Wäre das Ganze jetzt ein Shitstorm wert? Wenn ihr mich fragt, mit Sicherheit. Wird es den auch geben? Wenn ihr mich fragt, mit Sicherheit nicht. Denn zur Wahrheit gehört dann auch, dass die eigentliche Zielgruppe nach 30 Jahren wohl überschaubar groß ist, sich viele davon sicherlich trotzdem von den Remastern blenden lassen haben und die verbleibenden ATSler nach all dem Scheiß um Warcraft 3 einfach keinen Bock mehr drauf haben. Auch ich musste auf die ganz harte Tour in den letzten Wochen erst lernen, dass das gute alte Blizzard, so wie ich das in Erinnerung habe, also als jemand, der nur die RTS-Titel und ein bisschen Diablo gespielt hat, es einfach nicht mehr gibt und sich Blizzard damit in eine Reihe großer Videospielunternehmen zwischen EA und Ubisoft einreiht, die mich einfach grundsätzlich verloren haben.